Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr heute wieder mit uns seid. Wir freuen uns wirklich sehr, dass so viele von euch zuhören. Es ist immer etwas Besonderes, wenn wir uns zusammensetzen und über ein schönes Thema sprechen können. Heute haben wir ein Thema, das, glaube ich, fast jedem gefallen wird. Ja, das stimmt. Heute sprechen wir über Essen, aber nicht über irgendein Essen. Wir sprechen über das leckerste Essen, das wir in unserem Leben gegessen haben. Also über diesen einen Moment, wenn man etwas probiert und denkt, wow, das werde ich nie vergessen. Solche Momente bleiben für immer im Kopf und im Herzen. Genau. Essen ist nicht nur etwas, das wir brauchen, um satt zu werden. Es kann auch ein Erlebnis sein. Manchmal verbinden wir einen Geschmack mit einem besonderen Tag oder mit einer bestimmten Person. Vielleicht erinnert euch ein bestimmtes Gericht an eure Kindheit, an eure Familie oder an eine Reise, die ihr gemacht habt. Ja, und manchmal ist es nicht einmal ein kompliziertes oder teures Gericht. Manchmal ist es etwas ganz Einfaches, das aber im richtigen Moment kommt. Vielleicht wart ihr hungrig nach einem langen Tag und jemand hat euch eine warme Suppe gegeben. Oder ihr habt etwas Neues probiert, das ihr noch nie gegessen habt. Ich glaube, jeder hat so eine Geschichte. Vielleicht war es ein Stück Kuchen, das eure Oma gebacken hat. Vielleicht war es ein frischer Fisch am Meer, den ihr an einem warmen Sommerabend gegessen habt. Oder vielleicht ein Gericht, das ihr in einem kleinen Restaurant in einer fremden Stadt entdeckt habt. Ich bekomme schon Hunger, wenn ich nur darüber spreche. Aber bevor wir anfangen, möchte ich den Zuhörern eine Frage stellen. Denkt kurz nach. Was war das leckerste Gericht in eurem Leben? Wo wart ihr? Mit wem wart ihr dort? Wie hat es geschmeckt? Ja, versucht euch zu erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch an den Geruch, an den Geschmack, an die Farben des Essens. Manchmal ist es auch die Atmosphäre, die alles so besonders macht. Das Licht, die Musik, das Lachen der Menschen um euch herum. In dieser Folge erzählen wir euch unsere eigenen Geschichten. Wir werden auch darüber sprechen, warum gerade diese Gerichte so unvergesslich sind. Aber wir verraten unsere Beispiele noch nicht am Anfang, sonst wäre es ja keine Überraschung. Wenn ich an mein leckerstes Essen denke, kommt mir sofort ein Abend in Italien in den Sinn. Es war im Sommer, die Sonne war schon untergegangen und wir saßen draußen auf einer kleinen Terrasse. Ich war mit Freunden unterwegs und wir hatten den ganzen Tag die Stadt besichtigt. Wir waren müde, aber auch sehr hungrig. Der Kellner brachte uns eine große Holzplatte mit frischer Pasta, selbst gemacht und noch warm. Die Soße war mit frischen Tomaten, Basilikum und einem Hauch von Knoblauch. Ich erinnere mich noch genau an den Geruch. Er war so frisch, dass mir sofort das Wasser im Mund zusammenlief. Das klingt wirklich schön. Bei mir ist es etwas ganz anderes. Ich denke an einen Abend zu Hause, als meine Mutter ein traditionelles Gericht gekocht hat, das es nur selten gab. Es war Rinderbraten mit Kartoffeln und Gemüse aus unserem Garten. Das Fleisch war so zart, dass es fast von alleine zerfiel. Die Soße war dick und kräftig im Geschmack und die Kartoffeln waren perfekt gekocht. Ich glaube, es war nicht nur das Essen, das so besonders war, sondern auch das Gefühl, zu Hause zu sein, mit der Familie am Tisch zu sitzen und sich geborgen zu fühlen. Ja, das macht so viel aus. Manchmal ist das Gericht an sich vielleicht gar nicht so besonders, aber der Moment, in dem man es isst, macht es zu etwas Einzigartigem. Bei meinem Pastaabend war es nicht nur der Geschmack, es war die warme Luft, das Lachen meiner Freunde, die Musik, die leise aus dem Restaurant kam und das Gefühl, dass alles gerade perfekt ist. Ich glaube, wir erinnern uns oft an Gerichte, die mit einem schönen Erlebnis verbunden sind. Bei meinem Bratenabend war es so, dass wir alle zusammen in der Küche gesessen haben, noch bevor das Essen fertig war. Wir haben geredet, gelacht und meine Mutter hat uns kleine Kostproben von der Soße gegeben. Schon dieser Moment hat mich glücklich gemacht, bevor ich überhaupt den ersten Bissen genommen habe. Das zeigt, wie sehr Essen und Emotionen zusammengehören. Man kann ein Rezept genau nachkochen, aber man kann nicht immer dieses besondere Gefühl wiederholen. Es ist wie ein kleiner Schatz, den man in der Erinnerung behält.
Und ich finde, solche Momente motivieren uns auch, neue Dinge zu probieren. Vielleicht sucht man unbewusst immer wieder nach diesem besonderen Geschmack oder dieser besonderen Stimmung. Ja, und manchmal findet man sie ganz zufällig, ohne zu planen. Genau. Und das ist vielleicht das Schönste daran. Wir haben vor der Aufnahme ein paar von euch gefragt, welches das leckerste Essen war, das ihr jemals gegessen habt. Eure Antworten waren wirklich interessant und heute möchten wir 2 davon mit euch teilen. Ja, die erste Geschichte kommt von Maria aus Berlin. Sie hat uns geschrieben, dass ihr schönstes Essen ein Stück Apfelkuchen war, den ihre Oma gebacken hat. Maria erzählt, dass sie damals ungefähr 10 Jahre alt war. Es war Herbst und draußen war es kühl und windig. Ihre Oma hatte gerade Äpfel aus dem Garten geholt. Der Kuchen war noch warm, als sie ihn auf den Tisch stellte. Maria sagt, dass sie den Duft von Zimt und Vanille bis heute nicht vergessen kann. Es war ein ganz einfacher Kuchen, aber er hat ihr Geborgenheit und Liebe gegeben. Das finde ich so schön. Man merkt, dass es nicht nur um den Geschmack geht, sondern auch um die Wärme der Familie. Dieser Apfelkuchen ist für Maria wahrscheinlich mehr als nur ein Dessert. Er ist eine Erinnerung an ihre Oma und an ein Gefühl von zu Hause. Ja, absolut. Die zweite Geschichte kommt von Daniel aus Zürich. Er hat uns erzählt, dass er vor ein paar Jahren nach Thailand gereist ist. Dort hat er zum ersten Mal ein Gericht probiert, das Pad Thai heißt. Es war Abend und er saß an einem kleinen Tisch direkt am Strand. Die Nudeln waren frisch gebraten mit Gemüse, Ei, Erdnüssen und einer leichten Soße aus Tamarinde. Er meinte, dass das Meer direkt neben ihm war, man das Rauschen der Wellen hören konnte und die Luft warm und feucht war. Dieses Essen hat er nicht nur geschmeckt, sondern auch mit allen Sinnen erlebt. Ich kann mir das richtig vorstellen, dieses Bild, der Strand, das Rauschen der Wellen, das frische Essen, das bleibt einfach im Kopf. Ja, und es zeigt auch, dass wir oft besondere Erinnerungen mit einem bestimmten Ort verbinden. Für Daniel ist Pad Thai wahrscheinlich für immer mit diesem Abend in Thailand verbunden. Ich denke, dass solche Erlebnisse uns auch motivieren, selbst kreativ in der Küche zu werden. Vielleicht versucht man, den Apfelkuchen der Oma nachzubacken oder ein Pad Thai zu kochen, um wieder ein Stück dieses Moments zu spüren. Ja, und manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber schon der Versuch macht Spaß und bringt neue Erinnerungen. Genau. Und vielleicht entdecken wir dabei sogar neue Lieblingsgerichte. Wenn wir über das leckerste Essen sprechen, dann merken wir schnell, es geht nicht nur um die Zutaten. Es gibt viele Faktoren, die ein Gericht besonders machen. Ja, ich denke, der Geschmack ist nur ein Teil davon. Zum Beispiel spielt die Frische der Zutaten eine große Rolle. Ein Tomatensalat mit Tomaten direkt aus dem Garten schmeckt ganz anders als einer mit Tomaten aus dem Supermarkt im Winter. Absolut. Und auch die Kombination der Aromen ist wichtig. Wenn süß, salzig, sauer und vielleicht sogar ein bisschen scharf perfekt zusammenpassen, dann entsteht etwas, das uns im Gedächtnis bleibt. Ich finde auch, dass die Textur wichtig ist. Zum Beispiel bei Brot, außen knusprig, innen weich. Oder bei Pasta. Sie sollte nicht zu weich, aber auch nicht zu hart sein. Dieses Al dente macht einen großen Unterschied. Ein weiterer Punkt ist der Geruch. Viele Menschen merken gar nicht, wie sehr der Duft den Geschmack beeinflusst. Wenn man an frisch gebackenes Brot denkt, riecht man es fast schon im Kopf. Stimmt. Und dann kommt natürlich auch die Atmosphäre dazu. Ein Gericht kann doppelt so gut schmecken, wenn wir es an einem besonderen Ort essen oder mit Menschen, die wir mögen. Ja, und manchmal spielt auch die Überraschung eine Rolle. Wenn wir etwas probieren, das wir nicht erwartet haben und es schmeckt unglaublich gut, dann prägt sich das ein. Ich erinnere mich an eine Suppe, die ich in einem kleinen Restaurant in den Bergen gegessen habe. Ich wusste gar nicht, was genau drin ist, aber sie war warm, cremig und perfekt gewürzt. Das Gefühl, dort nach einer langen Wanderung zu sitzen, hat das Ganze noch schöner gemacht. Das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, solche Erlebnisse sind eine Mischung aus Essen, Ort und Emotionen. Vielleicht können wir sagen, ein unvergessliches Gericht hat immer eine Geschichte. Ja,
Und diese Geschichte erzählen wir uns dann immer wieder, manchmal viele Jahre später. Und genau das macht Essen so besonders. Wir haben heute über viele leckere Gerichte gesprochen, unsere eigenen und die von unseren Zuhörern. Ich merke, dass jedes dieser Gerichte eine besondere Geschichte hat. Es geht nicht nur darum, wie etwas schmeckt, sondern darum, was wir in diesem Moment fühlen. Ja, und das Schöne ist, dass jedes Essen einzigartig ist. Selbst wenn wir versuchen, es genau so nachzukochen, wird es nie ganz dasselbe sein, weil der Moment, die Menschen und die Stimmung nicht wiederholbar sind. Aber das macht es ja so wertvoll. Ich denke, viele Zuhörer haben jetzt vielleicht auch an ihr eigenes Lieblingsgericht gedacht. Vielleicht habt ihr euch an den Geruch erinnert oder an ein bestimmtes Bild vor euren Augen. Solche Erinnerungen sind wie kleine Reisen in die Vergangenheit. Essen verbindet Menschen. Man sitzt zusammen, man spricht, man lacht und währenddessen genießt man etwas Leckeres. Diese Verbindung bleibt im Herzen. Ja, und manchmal entstehen die besten Gespräche genau beim Essen. Man vergisst die Zeit, erzählt Geschichten und fühlt sich einfach wohl. Ich finde auch, dass man durch Essen andere Kulturen besser verstehen kann. Wenn man ein Gericht aus einem anderen Land probiert, bekommt man oft ein kleines Stück von der Kultur mit. Nicht nur den Geschmack, sondern auch ein Gefühl dafür, wie die Menschen dort leben. Und vielleicht motiviert uns das auch, Neues auszuprobieren. Ein Rezept aus einem anderen Land zu kochen oder eine Zutat zu verwenden, die man noch nie probiert hat, kann ein kleines Abenteuer sein. Das stimmt. Und wer weiß, vielleicht wird genau dieses neue Gericht eines Tages zu eurem unvergesslichen Lieblingsgericht. Es lohnt sich, offen zu bleiben, zu probieren, zu genießen und die Momente bewusst zu erleben. Denn oft sind es genau diese kleinen Momente, die unser Leben schöner machen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es war schön, diese Zeit mit euch zu verbringen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ihr könnt auch ganz einfach die Untertitel in eurer eigenen Sprache einschalten, damit ihr jedes Wort versteht. Und klickt auf die kleine Glocke, damit ihr immer als Erste wisst, wenn ein neues Video da ist. Wir freuen uns schon, euch bald wiederzusehen. Danke fürs Zuschauen. Die Geborgenheit. Ich fühle die Geborgenheit, wenn ich bei meiner Familie bin. Dieses Haus gibt mir ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Das Erlebnis. Der Urlaub am Meer war ein tolles Erlebnis. Das Konzert gestern war ein besonderes Erlebnis für mich. Die Atmosphäre. Im Café war eine gemütliche Atmosphäre. Die Atmosphäre auf der Party war sehr fröhlich. Die Erinnerung. Dieses Foto ist eine schöne Erinnerung an meine Kindheit. Ich habe viele gute Erinnerungen an unsere Reisen. Das Gericht. Mein Lieblingsgericht ist Spaghetti mit Tomatensauce. Heute gibt es ein neues Gericht im Restaurant. Einzigartig. Das Bild ist einzigartig. Es gibt nur eins auf der Welt. Ihr Lächeln ist einfach einzigartig. Überraschen. Die Blumen haben mich sehr überrascht. Er hat mich mit einem kleinen Geschenk überrascht. Verbinden. Musik verbindet Menschen aus verschiedenen Ländern. Ein gemeinsames Ziel verbindet uns. Wertvoll. Dieses Buch ist für mich sehr wertvoll. Zeit mit Freunden ist wertvoll. Die Kultur. Die japanische Kultur ist sehr interessant. In der Stadt gibt es viele Orte für Kunst und Kultur.